Hallo alle zusammen, ich heiße Chica und herzlich willkommen zu Cooking for Smiles. Habt ihr schon mal Dalgona-Kaffee ausprobiert? Noch nie? Dann bleibt daran. Heute möchte ich euch meine Variation eines Dalgona-Kaffee vorstellen. Und diese ist wie so viele meiner Rezepte vegan. Ihr schaut zu und ich fange schon einmal an. Ich verwende diesen Prüber-Kaffee. Diese Packung wurde in Deutschland hergestellt. Vielleicht findet ihr das gleiche Produkt ja im Supermarkt nebenan. Dieser enthält nur wenig Koffein, was mir sehr gut gefällt, denn er bekommt mir gut. Ein Prüberpackung reicht für einen 100 Milliliter Kaffee. Das heißt, ich brauche für meinen heutigen Dalgona-Kaffee 2 Packungen, also insgesamt 4 Gramm. Zuerst öffne ich beide Packungen und gebe sie in eine Glasschale. Anschließend füge ich 50 Gramm Zucker und 50 Milliliter heißes Wasser hinzu. Mehr brauchen wir nicht. Fürs Mischen und Ausschlagen nutze ich einen Schneebesen. Normalerweise ist das Verhältnis von Kaffee, Zucker und Wasser 1:1:1. Das würde aber bedeuten, dass ich eine ganze Packung meines Kaffees verwenden müsste, und das möchte ich nicht. Auch wenn der Kaffee weniger Koffein beinhaltet, wäre es in Summe zu viel für mich. Ich finde ihn auch so lecker, denn ich habe festgestellt, dass die Menge des Kaffees den Geschmack kaum beeinflusst. Fügt daher so viel Kaffee hinzu, wie ihr es mögt. Ich muss zugeben, ich hatte es mir am Anfang einfach vorgestellt, aber man muss wirklich sehr lange aufschlagen. Eigentlich könnte ich bereits eine kleine Pause gebrauchen, da mir die Arme wehtun, aber Aufgaben kommt nicht in Frage. Seht doch mal, die Mischung hat sich bereits ein wenig verändert. Es dauert zu lange, ich wechsle daher zu meinem elektronischen Handschneebesen. Ups, kurze Unterbrechung, das Kabel war etwas zu kurz. Das siehst doch mal schon. Ähnlich wie Sahne wird die Mixtur stetig härter. Ich weiß nicht, wie lange ich dafür mit dem Handschneebesen benötigt hätte. Seht ihr die Veränderung? Inzwischen ist die Mixtur steif. Das ist Haferflockenmilch. Zuvor habe ich auch einmal Sojamilch und Mandelmilch ausprobiert. Es schmeckt mit allen sehr gut. Jetzt kommt der Kaffeeschaum oben darauf. Ich halte hier mal die Klappe, damit ihr den Anblick genießen könnt. Sieht lecker aus. Nun wird es Zeit zum Probieren. Bevor ich jedoch den Kaffee trinken kann, ohne etwas zu verklöckern, muss ich ein wenig von dem Kaffee und der Milch auslöffeln. Wow, das ist ein Traum von einem Kaffee.